Gönne dir gute Unterhaltung. Ein New World of the Rings MMO ist in Development. Wichtig wurde wohl, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz mitbekommen. Ich habe es nur vorhin bei dem Video über Titeln so ein bisschen schon herausgelesen, weil ich da ein paar Sachen überflogen habe. Es soll anscheinend doch ein neues Herr der Ringe MMO geben. Finde ich komisch, denn es war ja mal eins in der Entwicklung von Amazon. Das wurde eingestampft, wenn ich richtig informiert bin. Und dann gibt es halt noch dieses alte Herr der Ringe MMO, was ja mittlerweile keine Ahnung wie alt ist. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das so super geil läuft, aber also das gibt es auf jeden Fall noch. Deswegen, irgendwas werden die wohl richtig gemacht haben. Und ja, ich weiß nicht, ob da jetzt, ich glaube, da hat der Entwickler auch irgendwas sich vorhin gemeldet und irgendwas gesagt. Ich weiß es aber nicht genau. Können wir auch mal gucken. Das wollen wir erstmal bei den Guten. Force Gaming reingucken. Der hatte vor 2 Tagen dieses Video hier hochgeladen, wo er darüber spricht. Ich bin mal gespannt, ob man schon ein paar Infos hat darüber, wie weit das Spiel ist, wann es rauskommen soll. Ob es schon irgendwie Bilder gibt oder so. Keine Ahnung. Das werden wir um jeden Fall herausfinden. Wobei, da kommen Untertitel werden wir nicht brauchen. Wir sind der englischen Sprache ja mächtig hier, hoffe ich. Und wir starten einfach mal rein. Mal gucken, was abgeht. Tell me if you've heard this one before. There's a brand new AAA Lord of the Rings MMORPG in development right now. I'm getting a serious case of deja vu. Earlier this week, Amazon Games announced its collaboration with Middle-earth Enterprises to develop a new MMO based on the iconic franchise. The game will take place in the same timeline as J.R.R. Tolkien's The Hobbit and Lord of the Rings book trilogy, featuring all of those well-known locations, stories, and of course characters. This is being developed in-house by Amazon Games' Orange County studio, the same ones who made New World. During the reveal, they said the team is determined to deliver an experience that is incredibly faithful to the rich fantasy lore established by Tolkien's land. Okay, das sind immer so diese typischen Versprechungen, so im Sinne von, ja, wir werden der Vorlage gerecht. Wir halten uns an die Lore und so weiter und so fort. Ob es wirklich stimmt, ja, ist immer fraglich. Ich weiß gar nicht, ob sowas Ähnliches auch bei der Serie hier Rings of Power gesagt worden ist. Wenn ja, die haben ja vollkommen verkackt. Das war ja ein Desaster, die Serie. Furchtbar. Ja, hier gucken wir mal, so in jeden Fall zur gleichen Zeit spielen quasi wie Herr der Ringe und der Hobbit. Also grob dieser Zeitrahmen. Ist natürlich ein großes Zeitfenster, ungefähr 100 Jahre, glaube ich, aber so ungefähr in dem Bereich. Mark novels, which is exactly what you expect to hear, and pretty much what any studio who works with a major IP that isn't one of their own typically does say. Some Ja, direct genau, das quotes sagen from sie immer alle. Amazon Die Games halten sich director daran. Rich Lawrence, who said, "The number one thing about a property like this is that you have to be respectful and authentic. When somebody is a fan of The Lord of the Rings and sits down and plays this game for the first time, they have to say, this was crafted by a bunch of people who lived in this world just like I do in my head, and they get it." Later, he added, "We understand this world. The people working on this team love these works. We're right there with you. We are fans, and we want to make a game that we as fans will enjoy." So they've got the green light to make a new Lord of the Rings MMO. They're going to be true to the source material. Got it. What else? Soweit erstmal The gut. press release went on to clarify that this is the same team who made New World, as we mentioned earlier. The Lord of the Rings MMO, however, will be quite different while also building upon the expertise and learnings from their previous games. Specifically, they said, Okay, vom gleichen Team wie in New World. Kann man darüber diskutieren, ob das die richtige Entscheidung ist, weil da wurde ja so viel falsch gemacht. Allein die Entwicklung des Spiels war ja katastrophal. Oh, das sollte ja erst dies werden, dann dies und dann jenes. Ein Survival-Game, dann MMO, PvP am Anfang noch viel mehr drin, dann wieder rausgenommen. Das Spiel an sich auch enttäuschend im Großen und Ganzen. Zwar besser geworden, viel gepatcht, aber es hätte so niemals released werden dürfen, wie das damals rauskam. So ab Level 30, 40 wurde es auch ziemlich langweilig. Meiner Meinung nach. Und das Team soll jetzt Herr der Ringe machen. Ja, selbst wenn sie aus ihren Fehlern gelernt haben, ich bin mir da nicht so sicher, ob das eine geile Idee ist. the
Orange County Studio already has several tried and true technical achievements under its belt. New World has substantial new features in development, and that basis plus new innovations will provide a compelling environment to create a virtual Middle-earth experience. So while they are going to be using the things that they've learned while developing and continuing to support New World post-release, they are going to be making it its very own separate thing. So with that in mind, we should not expect this to just be New World plus a Lord of the Rings theme, setting, and skin. He went on to add, for example, New World enabled huge multiplayer battles at a scale which is uncommon in video games due to the sheer complexity of enabling dozens of players to seamlessly interact within the same instance. This is very true. New World did a pretty good job of having single servers with thousands of players on it. Ja, das stimmt. Wobei die Server auch nicht die besten sind. Ich meine, die haben das gut hinbekommen, tausende von Spielern gleichzeitig auf einen Server zu haben, aber wir erinnern uns an den Release mit den stundenlangen, teilweise tagelangen Wartezeiten. Hallo, wir sprechen hier von Amazon, die Firma hat Geld wie Heu, hat mit die besten Server. Warum kann man da nicht, keine Ahnung, wie viele Leute passen auf die Server rauf? Ich weiß nicht, wie viele es waren, das waren nicht mal ansatzweise genug. Wo sind die fetten Mega-Server wohl, wo, weiß ich nicht, Millionen von Spielern gleichzeitig drauf sein können? Wo ist das? Wo ist die Technologie? Ich habe keine Ahnung, wo die Technik im Moment ist, was das Maximum wirklich darstellt. Ich meine, hey, Quantencomputer sind im Gespräch. Vielleicht kommt da in der Zukunft irgendwas. Ich erwarte ungefähr einiges. That is something that is not typically common in multiplayer action games. It's really nice to see. This proficiency has a clear application and relevance to Tolkien's Third Age, which famously features large-scale battles of its own. In fact, this game will give the studio a new opportunity to take much of what worked so well for New World, revisit it with the benefits of several years' worth of technological advancements, and apply them in a way that's relevant to the Lord of the Rings. To me, frankly, this is actually really exciting, and I do think it has a ton of potential because, yes, Lord of the Rings has all of these set piece moments, these real massive scale battles. And the idea that we could get this in a multiplayer game, I think is really exciting. You know, we've seen this replicated in single player games like the Shadow series, Shadow of War and Shadow of Mordor. And then we've seen it in tab target MMOs, specifically in the Lord of the Rings Online. They replicate some of those larger scale moments. But if we could be getting a modern day game that looks as good as New World does, with action combat, with a multiplayer that has hundreds or thousands of players on top of potentially hundreds and thousands of enemy NPCs, mate, that would be like mind-blowingly amazing. The idea. Es wäre auf jeden Fall amazing, wenn man das wirklich hinkriegen könnte. Tausende Spielern auf einen Haufen in so einer fetten Schlacht, epische Momente aus den Filmen und Büchern quasi nachspielen. Die Schlacht um Helms Klamm, alles mit echten Spielern. Quasi, stellt euch das mal vor, wie geil das wäre. Würde ich davon ausgehen, dass das sich umsetzen lässt? Nein. Gehe ich davon aus, dass es funktionieren wird? In irgendeiner Form? Nein. Warum? New World ist natürlich Geschmackssache. Ich habe es auch gespielt. Aber ich finde, wenn man sich die Gesamtentwicklung ansieht, was da gemacht worden ist, wie mit den Bugs und den Bots und den ganzen Problemen umgegangen ist, wie viele Spieler noch übrig geblieben sind am Ende, ein riesengroßer Haufen Bullshit, meiner Meinung nach. Und wenn das Team zwar die Sachen nimmt und versucht daraus zu lernen, was nicht funktioniert hat bei New World und versucht die Fehler zu vermeiden, das ist natürlich cool. Dann technologischer Fortschritt in der Zeit erzielt, Technologie ist besser geworden. Wenn man das sinnvoll einbauen kann. Ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht haufenweise geile NPCs, die alle mit KIs funktionieren und sich deswegen auch irgendwie lebendig anfühlen, das wäre auch ziemlich genial. Ich glaube, das Spiel wird floppen. Ich weiß nicht warum. Amazon hat bisher kein einziges gutes Spiel produziert aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie ein Unternehmen mit so viel Geld es schaffen kann, so viel Mist zu produzieren. Crucible war halt auch so ein Shooter, habe ich kurz angespielt mal gehabt. Da gab es nur kurz in der Beta, wurde auch fallen gelassen. Das Herr der Ringe MMO, was ursprünglich in der Entwicklung war, ich weiß nicht, ob das komplett eingestampft worden ist und das Neues von Grund auf neu gebaut wird. Keine Ahnung, ich glaube ja.
Ich glaube, da waren noch andere Projekte, die auch nie wirklich was erreicht haben. Also ich fühle das nicht so wirklich. Of having these huge, large-scale battles using the tech that they had in New World, but doing it in the Lord of the Rings setting. To someone like me, that sounds pretty potentially awesome. Speaking of Lord of the Rings Online, by the way, if you didn't know, these two games are in no way connected. Like, yes, a Lord of the Rings MMO exists. It's been around for a very long time. Ja gut, das sollte klar sein, dass das alte MMO überhaupt gar nichts mit dem neuen zu tun haben wird. But this new deal between Middle-earth Enterprises and Amazon is for a completely new, entirely separate game. This isn't Lord of the Rings Online 2. There is no relation between the two titles beyond them sharing the same IP. So a world exists where Lord of the Rings Online will continue doing its own thing, continuing to get development and updates, and continue to maintain a player base that it has, and Amazon's Lord of the Ring MMO will come out and do its own thing. So long as the Lord of the Rings people don't just yank the rug out from under Lord of the Rings Online, like revoking their rights to continue to use the IP. If that doesn't happen, both games can, and as far as we know currently, will exist in tandem. All right, but back to the new game. We learned that Amazon's Lord of the Rings MMO will also be running on an updated version of New World's Azoth engine, which they said they plan to evolve considerably to deliver something that feels distinct from New World and fitting for the world of Middle-earth. The team has big plans for the next generation of the Azoth engine that will unlock exciting new possibilities for its take on Middle-earth. Ja gut, gegen die Engine habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht viel einzuwenden. Ich meine, wenn sie dass sie wirklich nehmen die Engine von New World und verbessern und vor allem auch anpassen an Herr der Ringe, kann ich mir vorstellen, dass das sogar relativ cool aussieht. Denn gerade sowas wie Atmosphäre und so kann New World eigentlich. Also gerade zu Sonnenuntergang zum Beispiel, wenn man so im Wald steht, die Grafik schon auf Maximum hat und dann hast du so diese ganzen Geräusche vom Wald im Hintergrund, die Tiere und so weiter. Der Wind bewegt die Bäume und dann kommt das Licht durch und so. Das sieht schon ziemlich gut aus tatsächlich. Und das dann noch besser im Herr der Ringe-Universum. Vielleicht auf so einem Berg oder so, dann guckt man so ins Tal runter. Könnte geil sein. Hallo Altrustik, Hallöchen, erstmal willkommen. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Wie du siehst, erstmal ein bisschen Reaction-Videos angesagt, bisschen quatschen und so weiter und so fort. Und dann mal gucken, was für ein Filmchen wir anschmeißen. Und dann, ja, je nachdem, wie lange es halt geht, ob wir dann noch Zeit und Bock zum Zocken haben. Aber ich denke mal schon. Lehn dich zurück. Genieße die Show. Ich diskutiere gerade mit mir selber darüber, warum vielleicht das neue Herr der Ringe MMO, was jetzt angekündigt worden ist von Amazon, vielleicht nicht ganz so gut wird, wie man es erwartet. Oder lieber, wo die Gefahren liegen könnten. Oder auch die Chancen. Now, I would say Weil die that we versprechen natürlich should immer alle likely viel. expect the game to have a relatively similar look graphically in terms of things like the lighting, the visual, and particle effects. Sort of like how a lot of Unreal Engine games have a similar appearance to them. Odds are this Lord of the Rings MMO will have a somewhat similar look to New Worlds. But even more than that, things like the game's performance, its scope, its density of environmental detail, of players, of NPCs, the overall level of detail, a lot of the things will likely be in line, if not hopefully improved, as they've worked on the engine over time. It'll probably be a lot like New World, with many things ideally better than they are in New World. So on the visual side of this, Ja, das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen wie New World, nur hoffentlich wirklich in besser und angepasster. Das ist auch passt ins Setting herein. Da müssen wahrscheinlich ein paar Sachen angepasst werden. Die Models müssen natürlich auch alle passen und so weiter und so fort. Aber die Grundidee ist ja gar nicht so verkehrt. Einfach eine Engine zu nehmen, die du hast, wo du weißt, es funktioniert, die auch gut aussieht, die einfach weiterzuentwickeln und noch besser zu machen und dann hoffentlich ein noch besseres Ergebnis abzuliefern als davor. Ja, kann man machen. Das ist wahrscheinlich einfacher, als eine komplett neue zu nehmen oder neu zu entwickeln. This is super amazing news for me because I would say, if nothing else, I absolutely adored the look and presentation of New World. Its terrain, the landscapes, the foliage, the lighting and atmospheric effects, everything about the visual appearance of New World, plus the sound design that they had in the game, all of that came together for a super immersive and engaging play space. Like, spending time in the world of New World, spending time in that game, going around, seeing and listening. It was such a visual and audio treat. I think they knocked it out of the park. Like, I really like the look of this game, which comes in tandem with the engine that they're running it on. As for the concerns about them using the same engine,
When New World launched, it was riddled with all sorts of performance and engine related. Da leider vollkommen recht. Also ich habe ja vorhin schon drüber gesprochen, Release, die Server waren voll und so weiter und so fort. Und Bugs gab es natürlich und Hacker und keine Ahnung was. Das ist leider das andere große Problem gewesen, Performance-Probleme. Ich weiß, auf meinem alten Rechner lief es ziemlich schlecht, das Game, selbst auf minimalen Details. Es war unglaublich hardwarehungrig und es hatte das gleiche Problem, was lustigerweise auch viele andere moderne Spiele haben. Also Diablo 4 hat das Problem zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob es wirklich gefixt worden ist, angeblich schon. Dass bei bestimmten Grafikkarten, die auf Maximum gelaufen sind, und ich glaube, New World hat schon bei den einen oder anderen Spieler die Grafikkarte komplett geschrottet. Einfach durchgeschmort. Deswegen, schwierig. Ich erwarte fast, dass beim neuen Herr der Ringe MMO bei Release auch einige Probleme auf uns zukommen werden. Also die ersten paar Wochen werden, glaube ich, schwierig. Poorly at launch for a lot of people, myself included. We're talking inconsistent or low FPS, things like stuttering and crashing, which, you know, crashing is about as bad as it gets, right? Well, no, because don't forget, this was the game that was outright frying people's graphics cards. Ja, habe ich gerade gesagt. Die Grafikkarten wurden einfach sowas von weggebrutzelt. Ich glaube, gerade die 3000er-Reihe hatte echt Probleme gehabt. 3080 und so. You're screwed. You have to go buy like, if your graphics card gets fried, you're done. You got to go buy a new graphics card. And if you try playing New World again, keep your fingers crossed that it doesn't happen again. It was a real rough situation. Though bear in mind, that is not entirely Amazon's fault. This was a default with lässt the sich drüber cards diskutieren. themselves. It was an issue with the manufacturing of those cards. However, that issue didn't become widespread and well known until the launch of New World. So that certainly says something. There was also weeks and weeks and months worth of glitches and exploits. Item and gold duping using lag switches, basically how the game managed the server. Ich erinnere mich, wo die ganze Ökonomie teilweise zurückgesetzt werden musste und sowas. Ja. Alles war im Arsch. That sounds stupid. How bad could that possibly? Window dragging, whatever. Well, no. While playing the game in windowed mode, it allowed you at any time to click and drag the game around your screen. Okay, what's the big deal? Well, doing so made your character invulnerable to damage. You were completely invincible. You could not die. Überleg mal, das von so einem Multimillion-Dollar-Company. Ich meine, gut, das Entwicklerstudio wird deutlich kleiner gewesen sein, aber ganz ehrlich, die können da doch Geld reinpumpen. Die Leute von Amazon. Makes it hard to take it back, you know what I'm saying? Players were able to link various types of HTML code in chat that ended up posting massive images that would completely cover the entire screen of anyone else on the server. Even worse, though, they eventually found a particular line of code that when moused over, either purposefully or accidentally, it would force crash other players' games. There was the crouch healing bugs, which would make players invulnerable in PvP once again. There were terrain glitches that let people climb over invisible walls, which resulted in things like getting into outpost rush modes before the game even started. There were infinite damage glitches for a few weapons. Specifically, I remember the hatchet. The list goes on. Es gab so viele Glitches. Oh mein Gott. Tons of issues and loopholes. Das muss er erstmal hinkriegen. Das ist auch schon eine Kunst für sich. Using the Azoth engine. Now, to my knowledge, a majority of these since have been resolved, but some do still linger. Even just doing a quick cursory YouTube search for like New World bugs, glitches, or exploits displays videos as recently as like a month or two ago with new ones that have been cropping up. It really seems like every time or every so often when Amazon releases a patch, they might fix some issues, but then whole new ones appear. So yes, while I am happy on one hand that they're using the same engine because of the visual appearance and the audio and everything that the engine can produce in terms of like an immersive world, on the other hand, I really hope and they really have to nail down any underlying issues that plagued New World's release, because no doubt if they actually finish this game and release it, a Lord of the Rings MMO will be massive. It will almost certainly be even bigger than New World was because it's a Lord of the Rings IP, it's a AAA game. And wenn es richtig hinbekommen sollte, was ich halt bezweifle, ich glaube wirklich, das Spiel wird sowas von ein Flop werden. Einfach weil die Erwartungen gigantisch werden. Bei Herr der Ringe, hallo? Herr der Ringe. Das ist eine der größten, bekanntesten Fantasy-Reihen überhaupt. Die Leute haben enorme Qualitätsansprüche. Das Amazon, ja gut, das Team sagt, die kümmern sich um die Lore und lieben die Werke von Tolkien und so weiter und so fort. Finde ich alle super, muss aber auch delivern dann. Denn man hat bei Rings of Power gesehen, dass, eine von Amazon produzierte bzw. auch finanzierte Serie, die
ich weiß nicht, wie ich es nett ausdrücken soll, sowas von Fick auf die Lore und auf die Bücher gegeben hat. Hallo? Die erzählen da irgendwie eine Geschichte aus dem, oh Gott, ich will jetzt nicht Falsches sagen. Zweiten Zeitalter müsste es gewesen sein, aber irgendwie haben sie noch nicht mal die Rechte dazu gehabt. Ich weiß, das erste Zeitalter, das wurde ganz, ganz, ganz grob ja nur im Vorspann so angeteasert, so kleine Elemente davon und so weiter. Also, die durften ja irgendwie nichts davor und danach irgendwie verwenden oder zeigen. Und selbst davon irgendwie auch nur so grob und da wurde auch vieles geändert und man hat die Charaktere teilweise auch gar nicht wiedererkannt. Da kann man natürlich argumentieren, ja, aber Herr der Ringe spielt ja irgendwie auch, weiß ich nicht, 1000 Jahre später oder was auch immer, da verändern sich die Charaktere. Jein, sollte eigentlich nicht so krass sein, tatsächlich, gerade bei Rassen, die sehr, sehr alt wären, wo du dir denkst, ja, für die ist aber 1000 Jahre tatsächlich nicht so viel, wie sich das vielleicht anhört. Und dann einen komplett anderen Charakter zu haben, weiß ich nicht, schwierig. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da in den alten Werken auch keine Hobbits und sowas auch nur ansatzweise erwähnt werden. Und dann gab es auf einmal Hobbits über das Thema schwarze Elben, da will ich gar nicht mit anfangen, überhaupt Farben zu diskutieren. Das war mir tatsächlich vollkommen egal, auch wenn sich da auch viele drüber aufgeregt haben. Aber es gab viele Sachen. Die Charaktere waren teilweise unausstehlich, die Geschichte war schwach, die Plot-Twists machten keinen Sinn. Ja, gut, von den Zwergen sah man ehrlich mal so ein bisschen was von ihren Städten. Und man sah auch das erste Mal Zwergenfrauen, tatsächlich, oder zumindest eine. Habe ich auch kein Problem mit gehabt. Fand ich eigentlich ganz cool, aber alles andere drumherum ist halt wirklich war so furchtbar. Ich habe es mir eigentlich auch nur noch angeguckt, dann nach der ersten Episode eigentlich auch schon. War mir klar, das wird nichts. Ich habe es komplett durchgezogen, mir angeguckt und eigentlich immer nur darauf gewartet und spekuliert, okay, wie viel machen sie in der nächsten Episode kaputt? So nach dem Motto. Und jetzt wieder von Amazon, aber diesmal als Spiel. Ich habe da so Angst drum. Ich glaube, die werden alles kaputt machen. Wahrscheinlich passt die Lore nicht, wahrscheinlich haben die gleichen Probleme wie mit U-Welt, dass die Server nicht, also direkt voll sein werden wochenlang und dann funktioniert dies nicht, dann gibt's Bugs, Glitches, Abstürze und dann stellen die Leute fest, oh, Endgame ist noch nicht fertig, das Spiel wird langweilig nach 10 Stunden oder was weiß ich. Oh, also es kann eigentlich nur nach hinten losgehen, meiner Meinung nach. It's almost certainly going to visually look really good. That is going to draw a lot of people. All those people mean all those extra chances and all the likelihood that any issues, however small percentage of people they might affect, they're going to crop up, we're going to hear about them, and they're going to become fairly widespread. At least people are going to really know about it and they're going to hear about it. So I hope they fix any major issues because there's probably going to be a lot of people playing this game if it makes it to completion. We actually have a bunch of new other details about the game thanks to a follow-up to the original announcement. These highlights include that the game will take place in a large persistent world. All right, unsurprising. I would love if they managed to make it completely open world and seamless like New World is. The fact that you can just run from the bottom of the play space all the way to the top without hitting a single loading screen, that is amazing. It does a great job of creating world immersion, and I hope they can do that. Like in Middle-earth, a seamless game in Middle-earth would be dope as hell. Okay, das wäre wirklich geil, wenn sie das irgendwie hinkriegen könnten, so Open-World-mäßig, aber das glaube ich irgendwie auch nicht so ganz. Ich glaube, die Welt wäre zu groß. If anything, I'm actually surprised the New World isn't on console yet because it's perfectly fitting with the low number of skills, with the basic action combat. It could certainly play very well on a controller. It probably should be on consoles. Also, I would probably expect action over tab target, especially if they're building on the basis. Das ist ein anderes Thema. Warum gibt es jetzt New World immer noch nicht für Konsole, wenn, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, Omega Strikers, ein Free-to-Play-Game von einem ja, quasi Indie-Entwickler, es geschafft hat, jetzt auf jeder Konsole verfügbar zu sein. Auf 3 verschiedene Xbox-Varianten, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC. Aber hier, New World, wo Amazon hintersteckt, was riesig ist, die kriegen das nicht auf die Reihe. Die sagen, nö, lohnt sich nicht, wollen wir nicht, vielleicht zu teuer, vielleicht wissen sie nicht, wie es geht, dass man das gut umsetzen kann. Auch mit der Steuerung. Dabei sind die Menüs wirklich so aufgebaut, dass man denkt, das könnte eigentlich für Konsole entwickelt worden sein. Ich verstehe es nicht.
Das ist einfach so eine vertane Chance, weil auf Konsolen gibt es gar nicht so viele gute MMOs. Da hat man so viel weniger Konkurrenz als auf dem PC. This is yet another MMO to add to the list that is probably 4 to 5 years away, most likely. Now, I mentioned at the top having a serious case of deja vu with this story. Well, that's because this isn't the first Lord of the Rings MMO that's been announced to be in development by Amazon. This is the second in the past 4 years. Das haben sie alles schon mal machen wollen, aber dann irgendwie eingestampft. Came out to announce that they had entered into an agreement to develop an MMO based on the Lord of the Rings franchise. Sounds like something we just talked about. During the reveal, they said that they had a team of industry veterans who were working on the game, who had previously worked on things like World of Warcraft, EverQuest, Rift, Destiny, and Defiance, that the Lord of the Rings MMO would be an engrossing new AAA experience set at a time long before the events of the Lord of the Rings trilogy, exploring lands, people, and creatures never before seen. That is a departure from the one that they're making right now, which is set during the Lord of the Rings trilogy and The Hobbit. After the announcement of this game back in 2019, development seemingly chugged along for the next few years. We saw some things pop up here and there, like job postings that revealed some details about the game's systems and features that were in development. A lot of this was just typical MMO fare. We learned that they were targeting a 2023 release window for the game, and that the game was being developed in the Lumberyard engine. So far as we knew, development was just going along until all of a sudden, out of the blue, in early 2021, Amazon announced that the game was canceled. Although apparently this was not entirely their choice, because in late 2020, the company that they partnered with to make the game, Leyou Technologies, got bought out by Tencent. Now, after the buyout, Tencent and Amazon went into contract negotiations for the MMO that was in development, and after failing to come to any agreement, we don't know exactly around what, but they failed to come to an agreement between the two parties, and as a result, development of the game was halted. Not it was completely canceled. The game was completely shelved. Now, it would be reasonable for you to assume that that MMO that they had in development from 2019 to 2021 is the same, or a continuation of the just re-announced one that they're working on right now. Evidently, that is not the case. According to Amazon, these two are in no way related. Everything. Okay, das finde ich interessant, weil ich kann mich daran erinnern, wie das damals angekündigt worden ist und dann halt, ja, irgendwann fallen gelassen worden ist. Also, wenn man jetzt den Hintergrund kennt und weiß, Amazon wollte unbedingt anscheinend Herr der Ringe MMO raushauen. Und ja, das wurde vorhin, glaube ich, auch im Video schon gesagt, es gibt ja auch schon ein Herr der Ringe MMO, was nichts jetzt mit den neuen oder auch nichts mit dem Spiel, was eigentlich kommen sollte, zu tun hat, sondern quasi selbstständig ist. Wollten sie schon mal machen, funktionierte halt nicht, weil hey, der Partner-Entwicklerstudio wurde anscheinend aufgekauft von Tencent. Ich meine, Tencent kauft so ziemlich jedes Entwicklerstudio, was sie kriegen können. Dass es sich nicht einigen konnte, ist natürlich ärgerlich, aber kann ich mir vorstellen. Ich meine, Tencent als, lass mich nicht lügen, auf jeden Fall asiatisches Unternehmen, ich glaube China, ist chinesisch, ich glaube schon. Nagelt mich aber nicht darauf fest, dass die vielleicht andere Vorstellungen haben von dem, was das Entwicklerstudio machen soll, als es ein Herr der Ringe MMO für Amazon, was ja eigentlich für den Westen konzipiert ist. Wundert mich jetzt nicht wirklich. Und dass Amazon sich gesagt hat jetzt, hey, wir wollen aber immer noch Herr der Ringe machen als Game. Deswegen machen wir jetzt erstmal New World, gucken, wie es läuft. Und jetzt haben sie angeblich aus ihren Fehlern gelernt und dann hast du nicht gesehen, benutzen die gleiche Engine, nur in besser und wollen jetzt da einfach an den Start gehen und sagen, wir bringen jetzt das Game raus, was wir eigentlich damals schon rausbringen wollten, nur in besser. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das könnte halt richtig geil werden. Ich meine, wer will nicht ein richtig gutes Herr der Ringe MMO? Ich meine, es gibt eins, aber das ist mittlerweile auch schon, keine Ahnung, bestimmt 10 Jahre alt. Grafik nicht zeitgemäß, ist, glaube ich, auch Tap-Targeting, kein Action-Game. Ich glaube, die Playerbase ist auch nicht mehr so groß und jetzt komplett in modern, mit Action-Kampfsystem, mit vielen Spielern gleichzeitig auf einem Schlachtfeld und so weiter und so fort. Das könnte richtig gut werden. Aber ich glaube, that was worked on for so einfach ist das nicht umzusetzen. Is in the bin and is not tied to the current game. They directly actually addressed this in the recent press release by saying, those with long memories may recall that this is not the first time Amazon Games has been involved in plans to build an MMO based on the Lord of the Rings. The first deal, intended as a co-development effort, unfortunately fell through, but after the success of New World, Amazon Games and Middle-earth Enterprises discussed the idea of a new collaboration, agreed that the Orange County studio is the best fit to deliver an MMO based on the novels, and signed
signed a new contract. Or in other words, initially the Lord of the Rings right holders were unsure if Amazon was the right fit to make the game, but after seeing just how well New World did, they went ahead and gave them the green light. And as a reminder, while New World may have fallen off significantly since its peak popularity, it was still in many respects, especially like financially on the business side of things, it was very much so a success. It reached a peak concurrent player count of over 900,000 players. That puts it in the top 10 highest of all time on Steam. Top 10 highest in history concurrent player counts. It's crazy. Still to this day, they average a roughly daily peak of 20,000 players, which every single day makes it to the top 75 Steam games, top 75 games on the entire platform, and estimates look to put the game having sold somewhere in the vicinity of 15 to 20 million copies. That is a lot of copies. I know a lot of people love to point out the failures of New World, and in a lot of ways it did fail. It certainly failed to live up to its potential and its initial hype and popularity that it had when it first came out, but nevertheless, it was in a lot of ways a success, and I think that's why the Lord of the Rings rights holders decided to work with them. Now, ideally, what we want, especially for live service games, for MMOs, we want a game that continues to remain popular, even more so, a game that launches and continues to grow and succeed with time. That's not been the case with New World, although it has maintained a player base and a respectable player base. People really shoe on games like because they're not at their peak, but 20,000 concurrent players daily, that's a lot of people, and I don't think we should discredit that. It is Na, da wäre ich vorsichtig mit der Aussage. 20.000 Spieler jeden Tag, ja, aber so viel wie Amazon auch immer sagt, ja, die haben jetzt die Sicherheitsvorkehrungen verschärft und Bots gebannt und so weiter. Wie viele Bots sind immer noch da von diesen 20.000 Spielern, die sich jeden Tag einloggen? Ich würde sagen, das sind immer noch verdammt viele dabei. Ich glaube, echte Spieler sind nicht so viele tatsächlich dabei, die sich jeden Tag wirklich aktiv einloggen und das Spiel genießen. Ja, von 20.000 würde ich sagen, ja, knapp über 10.000, 15.000. Also ich würde schon sagen, da sind bestimmt noch ein paar tausend Bots dabei, die sie noch nicht geschafft haben, irgendwie rauszufiltern. Deswegen, die Zahlen sind trügerisch. Also ich werde ganz, ganz vorsichtig mit. A ton of people that are clearly enjoying and getting entertainment out of this game on a regular basis, on a daily basis. Deswegen, aus meiner Sicht ist das Spiel tot. The top 5 or the top 10 so. games on Steam daily doesn't mean it's not still a big, popular, and relatively successful game. It's just not as big, not as popular, and not as successful as it could have been, and a lot of that is due to all of the issues they had at launch, to the content issues, and to the issues that failed to have people interested in staying around for the long term, myself included. I enjoyed the game in the beta, I enjoyed my time with it at launch, but then I really have little to no desire to go back, at least as of this moment. Maybe that changes in the future. Either way, yes, the game did well enough that Middle-earth Enterprises have decided that they're a good fit now, and they will be making this next-gen Lord of the Rings MMO, of which Amazon Games Vice President Christoph Hartmann said, "We're honored and flattered by their faith in us, and we're determined to build the best possible Lord of the Rings MMO, and something that the franchise is millions." Ich weiß nicht, ob die wirklich die beste Wahl dafür sind. Now, Hartmann also spoke with IGN, and they talked about the fact, just reiterating, that these two games are very much different. They're not the same thing. They're not taking the work that they did over those 2 years and carrying it into this game. We do know that they're in completely different timelines, with the prior game being way before the Lord of the Rings trilogy, and this new game being set in that time period with all of those characters, those locations, and those stories. And that is something to keep in mind. You know, the big things that we know from that mainline series, that's the play space we're going to be in, that's the world we're going to be in, that's the characters we're going to be interacting with. There is a ton of potential. I know Lord of the Rings Online is still a game that goes along, and it does have a fan base, but it looks and feels so dated, and I think it's a real hard sell to get new people to jump in a game that looks and plays like that. For all the things they've done right, and by all accounts they've done a lot of things right with Lord of the Rings Online, it is a really great game when it comes to delivering like an authentic Lord of the Rings experience. People who are just looking for that really love it. But in a modern day gameplay experience, in a visual and world immersion experience, I just think it's lagging behind in a lot of ways. Anyways, none of that really matters. Lord of the Rings Online aside, a brand new AAA game, modern visuals, modern gameplay, modern design. I would love to see that in the Lord of the Rings setting, and I hope Amazon can do it. I know people don't have a lot of faith in Amazon. Ja, habe ich auch nicht. Also Vertrauen in Amazon ist tatsächlich dahin. So, ich glaube, wir haben jetzt auch das Wichtigste gesehen. Interessante Ansichten um jeden Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass da tatsächlich noch ein Herr der Ringe MMO kommt, gerade weil halt Versuch 1
gecancelt worden ist und dann gibt es halt das alte Game noch, was natürlich jetzt wirklich krass in die Jahre gekommen ist. Ich glaube, ich würde mich mehr darüber freuen, wenn es so ein komplett anderes Entwicklerstudio gewesen wäre, selbst wenn es irgendwie ein kleines, unbekanntes Studio gewesen wäre. Ich meine, ja, sie können viel aus den Fehlern von New World lernen tatsächlich und sie haben eine funktionierende Engine, aber ich weiß nicht, je nachdem, wie man halt den Erfolg oder die Fehler von New World halt einschätzt, könnte man auch sagen, hey, die haben schon so viel falsch gemacht zu Release und so lange gebraucht, um Sachen zu fixen und dies und das und jenes. Die kriegen es eh nicht auf die Reihe. Ist wahrscheinlich Ansichtssache. Jeder muss selber wissen, ob er da viel von erwartet. Ich wäre da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig. Aber hey, immerhin soll da noch was kommen. Ich glaube, Release-Datum haben wir noch nicht. Wahrscheinlich ist es noch sehr früh in der Entwicklung, könnte ich mir vorstellen. Oder die fangen jetzt vielleicht auch gerade erst an. So klang das so ein bisschen. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich eh noch 3, 4 Jahre dauern. Bis dann kann sich sehr viel ändern. Vielleicht sehen wir dann auch in der Zwischenzeit immer mal ein bisschen paar Bilder, Videomaterial, bisschen Entwickler-News und so weiter und so fort. Was uns vielleicht ein bisschen positiver an die Sache rangehen lässt. Das vielleicht ein bisschen die Hoffnung stärkt, sag ich jetzt mal, und meine Ängste vielleicht ein bisschen reduziert. Aber im Moment denke ich mir so, ja, cool, nett, wird wahrscheinlich Mist. Schade. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch ein Like da oder abonniere den Kanal. Beides würde mir sehr weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus.